Hallo, ich bin Annalena Doberschütz und heute basteln wir diese sechseckige Box zusammen. Die Anleitung davon habe ich bei Andrea Herfurth gesehen. Ich habe die Maße aber so geändert, dass man einen DIN A4-Bogen benutzen kann. Also, ihr braucht einen Farbkarton DIN A4, weißen Farbkarton und ein paar Reste an DSP und ein Stück Faden. Dann fangen wir doch mal an. Die Maße dazu findet ihr auch alle auf meinem Blog und ich schreibe sie euch auch unten in den Kasten in die Anleitung mit rein. Also man kann die Kasten halt so bekleben oder ein bisschen schlichter bestempelt ist. Das geht auch. Also Farbkarton in 29,7 mal 17,5. Ihr seht, ich habe meinen schon ein bisschen vorgefalzt, aber das machen wir jetzt noch einmal zusammen. Die lange Kante einlegen, ja, dass man auch besser sieht, und falzen. Ich sage das einmal vor, bei 4,8, 9,6, 14,4, 19,2, 24 und 28,4. Ein Feld ist also immer 4,8 cm. So. Damit meine Linien auch sauber sind, falte ich die ja einmal mit euch nach. 4,8, 9,6, 14,4, 19,2, 24 und 28,8. So. Dann einmal drehen, dass die kurze Seite oben liegt. Und einmal bei 4,5 und bei 12,5 falzen. Und 12,5. So. Die Seite, wo hier oben das größere Stück ist, das 5 cm Stück, das legen wir noch mal rein. Gucken, ob man das schon gut sieht. Ich habe mir hier oben die Ecken markiert, damit wir da nachher ein paar Querlinien ziehen können. So, da wird markiert bei 2,4, 7,2, bei 12, 16,8, 21,6 und 26,4. So. Einlegen und einfach nur so ein bisschen rauf runter und schon, das reicht schon. Dann hat man schon eine Markierung. Wer nicht diese Kerbe haben möchte, macht das mit Lineal und Bleistift. So, was habe ich gesagt? 7,2, 12, so, jetzt muss ich aber rechnen, 1, 2, 3, 16,8, 21,6 und bei 26,4. So, das war es auch schon mit dem Falzbrett. Das erste. Einmal alle Linien. Ach, wir machen erstmal auch die anderen damit rein. Hier oben, wo wir die Markierung haben, ich zeichne das einmal mit Bleistift beim ersten an, damit man es besser sieht. Von der kleinen Markierung bis zur ersten Falzlinie. So. So, dass da so kleine Dächer entstehen. Das falzen wir einmal. Kann man auch mit dem Falzbrett machen. Ich bin besser da drin mit Lineal und Falzbein. So wie es euch am besten passt, wie ihr am besten damit zurechtkommt.
Das werden dann nachher hier diese kleinen Ecken hier oben. Ja, nicht so wie ich, sondern schön in die Ecke reinziehen. Mal ganz durchgefalzt wird. Und noch einmal in die andere Richtung. Wir wollen ja ein richtiges Dach haben. Stiftlinie auch. So. Die radiere ich mir einmal weg, wenn die hinterher nicht mehr sieht. So, und dann einmal alle Linien falzen. Die beiden langen. Kurzen. Und zum Schluss machen wir das Dreieck. Seht ihr, hier kommt schon diese eckige Form zustande. Meine Anleitung wenden. So, die Geraden haben wir jetzt alle in eine Richtung gefalzt. Die Dächer falzen jetzt in die andere Richtung. Also das nach innen, die Dächer nach außen. Ich mache da auch immer erst, wie beim Einzeichnen, erst die eine Richtung und dann hinterher die andere. Anfangs hatte ich hier echte Schwierigkeiten mit, aber als ich dann diese Form hatte, als ich zum ersten Mal sowas gebastelt habe, dann ging es auf einmal. Ich glaube, ich einfach eine Sache der Übung. So. Und die Gegenrichtung auch nach außen sozusagen. Gucken, dass man die Spitzen gut mitkriegt. Unten immer so einmal schön gegen. So. Dann schneiden wir noch ein bisschen was weg. Und zwar hier unten dieses Feld. Das steige ich hier auch so ein bisschen an. Und das untere, wo nicht die Dächer sind, einmal alle einschneiden. Das wird gleich der Boden. So, und dann mache ich heute mal nicht den Fehler, dass ich es erst zusammenklebe und dann die Verzierung drauf packe, sondern heute zuerst. Wenn ihr das so machen wollt wie ich, mit dem weißen Karton und dem DSP da drauf, dann braucht ihr 6 Stück von weißem Farbkarton in 7,6 mal 4,4 und von dem DSP auch 6 Stück in 7,2 mal 4. Ich habe mir jetzt den Großteil hier schon vorgeklebt, damit wir das nicht mehr machen müssen. Mal gucken, welche Seite mir hier noch fehlt. Das ist dieser. Ja, wo ist mein Klebeband? Einmal festmachen. Was für ein Kleber ihr nehmt. Nehmt das, womit ihr am besten arbeiten könnt. Bei mir ist es nun mal einfach das Abreißklebeband. Oh, bisschen schief. Sollte ein bisschen schöner werden bei euch. Und dann kleben wir das hier drauf.
So, ich hoffe mal, dass ich die anderen auch schon mit Klebeband versehen habe. Aber wahrscheinlich nicht. Gucken wir mal. So, schön mittig. Habt ihr rundrum einen Rand von je 2 mm habe ich diesmal genommen. Ja, was sage ich? Kein Klebeband drauf. Also mal schnell. Ihr könnt die Box auch in unterschiedlichen Größen machen. Also wenn ihr sagt, ihr möchtet sie ein bisschen höher haben, dann nehmt ihr einfach diesen Mittelteil. Nehmt ihr ein bisschen größer. Das DIN A4 Papier gibt ja noch einiges her. Wenn ihr sagt, ihr wollt die Box insgesamt ein bisschen größer haben, in der Breite, dann nehmt ihr ein größeres Stück Papier als DIN A4. Könnt ihr auch den Farbkarton in 12 x 12 Inch von Stampin' Up! Nehmen. Müsst ihr einfach euch das Maß ausrechnen, dass das immer gleich groß ist. Und darauf achten dann, dass das hier unten lang genug ist, damit der Boden auch dicht ist sozusagen. Und nicht irgendwie eine Lücke in der Mitte ist. So. Kleben wir mal hier unsere Verzierung außenrum. So rum sieht doch gar nicht schlecht aus. Ich mag ja das Hortensienpapier total gerne. Ich denke, das werde ich mir auch noch mal holen. Auch wirklich schön für Hochzeitskarten oder Hochzeitstage. Ich habe da letztens eine Karte mit einer goldenen Hochzeit zugemacht. Sehr schön. Also. Und frühlingshaft. Könnte ja draußen ruhig noch ein bisschen frühlingshafter werden. Ja, mal ganz schön. So. Und Verzierung schon fertig. Da. Einmal hier die Außenkante geklebt. Nehme ich Tomme für. Die Hoffnung, dass er noch durchhält ein bisschen. Mehr, ausnahmsweise mal. Einfach, damit man das noch ein bisschen schieben kann. So, gucken, dass oben die Spitze aufeinander liegt, dass unten die beiden Falzlinien aufeinander liegen. Schön festdrücken. So, das ist auch schon der eine Teil vom Karton. Dann gucken, dass er schon halbwegs sechseckig vor euch steht. Und dann nacheinander diese Stücke hier einsetzen. Zwar immer nur so ein Stückchen. So, machen wir so mal. Falten wir mal ordentlich nach außen. Ihr seht, das ist da nicht ganz drüber. Hier ist noch was über. Also mache ich nur einen Teil hiervon mit Kleber. Und schmiert das hinterher außen rum. Ja, da. Ja. So, immer gucken. Bei jeder Seite noch mal so ein bisschen nachrücken. Damit diese sechseckige Form bleibt und das nicht irgendwie so ein bisschen verbogen ist. So wie hier jetzt schon. Ein bisschen schieben. So. Vielleicht auch erstmal nur so ganz leicht drauflegen. Ja, wieder ein bisschen nachschieben. Können wir jetzt hier auch schon so ein bisschen drauf machen. So. Und das letzte Stück kann bis auf dieses Dreieck hier unten komplett eingeschmiert werden. So, sieht doch ganz gut aus. Und drehe es einmal, schiebe es mir jetzt hier noch mal so ein bisschen zurecht. Nimm dann mein Falzbein, klöppel das hier so ein bisschen fest.
Normalerweise nehme ich den Tombow, der ist ein bisschen größer. So, damit bin ich zufrieden. Und dann lässt sich das hier oben so zusammenschieben. Jetzt wollen wir es aber noch schießen. Dafür nehmt ihr eine Lochzange. Ich setze mir das so, dass ich das quasi so auf die Spitze ansetze. Und dann loche ich hier einmal die Felder durch. Wenn Sie es mitmachen, jo. Oder auch nicht. Das holen wir gleich raus. So. Alle, die nicht wollten, mache ich jetzt nochmal nach. Liegt einfach an meiner Lochzange, die ist nicht mehr so doll. Vielleicht sollte ich mir da mal noch schnell vom Osterhasen eine neue wünschen. So, mir fehlen ein paar, aber das lässt sich ja problemlos nacharbeiten. So, da hört das auch rieseln. Hier fehlt es noch. Und hier. So. Immer noch nicht so ganz hier. So. Und den Faden nehmen, einmal durch. Guckt je nachdem, was für ein Band ihr nehmt, ob eure Löcher größer oder kleiner sein sollen. Das hier lässt sich recht gut durch die kleinen durcharbeiten. Es gibt aber auch Faden, der ein bisschen fester ist. Der ist ja recht beweglich und weich. So, und ich habe jetzt natürlich wieder nicht aufgepasst. Hier ist meine Kante, meine Klebekante. Deshalb ziehe ich es jetzt hier durch. Oh, das geht, die ist relativ weit hinten. Also, dass ihr anfangt gegenüber von der Klebekante, damit ihr nicht die Klebekante vorne an der Schleife habt, sozusagen. So. Und fertig ist die Box. Passt einiges rein. Ich stelle die mal, glaube ich, meinem Mann hin, damit er die mir für Ostern befüllen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Wink mit Zaunfall. So, ich hoffe, das hat euch Freude gemacht. Die Maße schreibe ich euch unten ins Feld rein und ihr findet auch noch mal eine PDF-Datei mit den Maßen auf meiner Homepage www.doberschütz.net. Ja, dann viel Freude beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal.